welcome back zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder hier seid. In diesem Video wollen wir heute ein sehr umstrittenes Thema ansprechen. Und zwar haben wir eine Elefanten-Sanctuary besucht und wollen euch in diesem Video zeigen, wie es die Tiere wirklich haben, auf was man achten sollte, was man auf keinen Fall unterstützen sollte. Und zum Schluss des Videos gibt es auch ein Pro und Contra von uns und noch die genaue Kostenaufstellung. Also bleibt bis zum Ende dran. Bei der Elephant Sanctuary in Poput. Als erstes haben wir jetzt den Check-in hinter uns gebracht. Gleich am Anfang gibt es auch einen kleinen Souvenirshop und es wurde uns auch ein Frühstück vorbereitet, also Kaffee, Tee, ein paar Snacks. Und jetzt gehen wir weiter. Wir müssen uns hier nämlich ein Video anschauen, bevor das dann reingeht zu den Elefanten, und das machen wir jetzt mal. Welcome to Sumo Elephant Sanctuary, everyone. So today, everyone, you will have chance to stay very, very close to the elephant. Actually, you will have chance to make a food for the elephant, special treat for them. But before everything gonna start, guys, I have the safety video to show you first, because today you guys will stay very, very close to the big animal. What we started in 2018. So the first year we start with 3 elephants, and we open for the tourists. They come to visit us and support us. So we save the money to rescue more elephants. So now we have 13 elephants in our care. Wir haben jetzt eine kleine Introduction bekommen, ein paar Safety-Hinweise, was man nicht machen sollte bei Elefanten. Das blende ich euch hier oben noch kurz ein. Das haben sie in einem richtig coolen Video gezeigt. Danach wurde auch ein bisschen erzählt, warum es diese Sanctuary eigentlich gibt. Und sie haben gesagt, der Einzelne von ihnen kann das ganze System hier nicht ändern, aber wer es ändern kann, das sind eben die Touristen, die hier so zahlreich ankommen. Das heißt, wenn sich die Touristen auch für die richtige Tour entscheiden, ist es natürlich auch sehr, sehr hilfreich, dem ganzen Tierleidwesen, was es leider auch gibt, hier auf Koh Samui ein Ende zu setzen und einfach ein Zeichen zu setzen, dass es in Zukunft noch mehr Elefanten viel besser gehen kann. Dies ist, by the way, auch die erste Foundation in ganz Thailand, die sich darauf spezialisiert hat, Elefanten zu retten, dass sie ein besseres Leben haben können. Also es existieren hier auf Koh Samui 2 Standorte dieser Foundation. Eine ist eben hier, wo wir jetzt sind, in Poput. Die andere ist einmal über den Hügel in Chaweng Noi. Also das ist circa 15 Minuten Fahrzeit von hier. Hier in dieser Sanctuary gibt es 7 Elefanten, die haben nicht mehr Platz hier, und in der anderen, das ist viel größer, da gibt es, ich glaube, 14 Elefanten. Und jetzt geht es weiter zu Step Nummer 2. Wir bereiten jetzt nämlich das Futter für die sanften Riesen vor, und auf das freue ich mich jetzt schon. And you know how we call elephant in Thai? Chang. Chang. Yes, like a Chang deer. Oh. Yeah. Okay, you make it like this. Make sure you make it tight a little bit. Just a medium size. You have to cover with the rice bran here. Yeah, yeah, done. And we have another kind of rice ball. This one, same ingredient, but we put more grass. Wir machen jetzt mal Sushi für die Elefanten. Das ist ein bisschen eingeweichter Reis, also der ist noch nicht gekocht, der war eine Stunde im Wasser. Und dann ist auch noch ein bisschen Kokosnuss, ein bisschen geraspelte dabei, das ist sehr gesund für die Riesen, und ein bisschen Banane. Dann kommt noch ein bisschen Reis on top, also wie beim Sushi machen eigentlich. Und wichtig ist, dass die Bananenblätter, haben sie uns erklärt, immer mit der Faser, also nie gegen die Faser einrollen, sonst brechen die. Und dann einfach so wie beim Sushi feste zusammendrücken, einrollen und am Ende dann nochmal umklappen. Und fertig.
Schaut mal, wer den Braten gerochen hat. Der ist schon hier und wartet auf Essen. Stand on her 45 degree like this, and you feed her. Eindrücke hier zu dieser Anlage und ich muss sagen, wir sind wirklich begeistert. Es ist hier super sauber. Die Tiere haben wirklich viel Auslauf. Es ist wunderschön. Haben auch hier, wenn es mal regnen sollte, weil in der Regenzeit regnet es ja oft tagelang durch und das ist für die Elefanten nicht gut. Deswegen haben die hier ein richtig schönes einen richtig schönen Stall mit genug Platz. Jeder hat seinen Sandhaufen da drin, also die können sich richtig schön waschen, wälzen, was auch immer. Jeder hat ein Trinkbecken mit genügend Wasser, weil die Elefanten, haben sie uns erzählt, trinken bis zu 200 Liter Wasser am Tag. Also das ist schon einiges. Und ja, wir haben jetzt, wie gesagt, die ersten Früchte an die Elefanten verfüttert. Jetzt geht es dann zu Station Nummer 2. By the way, kann man hier auch seine Sachen verstauen. Also wer zu viel Gepäck mit hat, der kann das da lassen. Und wir holen uns jetzt noch schnell einen Snack und dann geht's ab ins Gehege. Was haben wir denn da drinnen? Banana. Für uns geht's jetzt ab zu den Elefanten. Jeder hat sich jetzt eine Futtertasche geschnappt und let's go. Today I'm gonna take you to see all elephants here. Wir bekommen jetzt mal die ersten Informationen und zwar über diese zwei Cuties hier hinten. Und zwar wurde uns gerade erklärt, der Unterschied zwischen dem asiatischen und dem afrikanischen Elefant. Wobei beim afrikanischen Elefant, die sind größer, die haben größere Ohren, haben eine andere Hautfarbe und haben auch noch diese Stoßzähne als Markenzeichen. Und die asiatischen sind eben die kleineren. These two elephants, they take only 2 weeks to be fed. She is the youngest one and the biggest one here. 50 years old, but youngest. The oldest one, her name Kampian, 65 years old. How old can they get? Normally, the elephant, they can live like a human, 60 to 80 years old. Wow. If they're healthy enough, they can reach 100. The oldest one, you can call her grandma. This one, grandma. Ich denke mal, ihr könnt euch noch an das Sushi erinnern, was ich vorhin gemacht habe. Das Ganze muss dann noch gekocht werden und wenn das dann gekocht ist, sieht das so aus und dann können wir das Ganze verfüttern. Wir sind jetzt bei den nächsten zwei Elefanten gewesen und zwar sind diese beiden auch unzertrennlich. Eine davon ist Grandma, so nennen sie hier die, das ist die älteste hier, die ist ganze 65 Jahre alt und das andere Weibchen daneben, das ist Honey, diese mit den kleinen Stoßzähnen, die ist auch schon 60 Jahre alt und die sind auch schon sehr lange hier, hatten auch einen sehr grausamen Weg, bevor sie hierher kamen, also wurden beide auch für Riding Camps eingesetzt und so weiter, also sehr traurig, was da mit den Tieren passiert. Hier haben die Tiere wirklich ein wunderschönes Leben. Die haben richtig viel Auslauf. Es ist sehr sauber, es ist sehr viel Grün und es werden auch die Menschen wirklich darauf hingewiesen, was sie tun dürfen und was sie nicht tun dürfen. Noch eine kleine Sache, die uns erzählt wurde, also wenn ein Elefant hier mal krank werden sollte oder irgendwie Verdauungsprobleme hat, weil das ist sehr empfindlich, dann müssen die mit der Fähre runter nach Krabi fahren, denn auf Koh Samui selbst gibt es noch kein Elephant Hospital und da ist die Reise auch sehr lange, also das dauert teilweise bis zu 9 Stunden, bis die dann wirklich im Krankenhaus ankommen und den meisten kann aber Gott sei Dank geholfen werden. Wenn man von den Elefanten weggehen will, dann sollte man immer ein paar Bananen hinten am Boden werfen, ansonsten würden die einen folgen. Und das wollen wir in diesem Fall nicht. Wir werden jetzt noch ein Elefantenbär hier besuchen. It was better 20 years ago, now it's getting a little bit crazy now. Bananas.
Bruno, il était par terre, c'est mon monsieur. Dann dir. So lieb. So, jetzt geht es dann zu den letzten zwei. Wir haben uns noch ein paar Bananchen aufbehalten und Das ist nur einer mehr. also nur einer. Okay, nur einer. We just bring her 5 months ago. They are a little bit lonely. Compared, she's the one that has no teeth. Wir sind jetzt bei unserem letzten Elefant. Das ist der neueste hier, also quasi das Baby. Der ist deshalb alleine, weil er noch keine Freunde gefunden hat. Der ist erst vor 5 Monaten hier in der Sanctuary angekommen. Und ja, deswegen ist er noch alleine und deswegen bekommt er jetzt ganz viele Bananen, dass er sich vielleicht ein bisschen nicht mehr so alleine fühlt. The scar from chain. Oh. Yeah, because they were so hard before. And they were chain. Yeah, this one we rescue her from Phuket. Yes, she's from Phuket. She worked in the riding camp on the lake as well. How much they pay for one elephant? One elephant here we pay about $500,000 baht to 1 million baht. Hi, we just want to say thank you to you. It was very nice. Thank you so much. Thank you so much. Yes. I appreciate it so much. I hope you enjoy it. Yes. And hope you happy. Yes. What I do today. It was the best tour with elephants I've ever made. Thank you so much. Thank you so much. And thank you that you're treating the animals so well here. Oh, thank you so much. Mattbad hier. Mattbad, okay. Noch ein Highlight. Also die haben jetzt gebadet und jetzt gibt es ein Mattbad, damit sie nochmal baden gehen können. Ja, immer schön dreckig machen. Das tut gut. Oh, die lieben das Leben hier. Denen geht es richtig, richtig gut. Die Zeit hier im Elephant-Gehege ist nun vorbei. Es war richtig schön hier, wirklich, also das zu sehen, wie gut die hier mit den Tieren umgehen, wie viel Platz die hier haben, wie sauber die das hier haben. Und die haben einen eigenen Swimmingpool. Hier hinten haben sie ihre eigene Matschecke, wo sie sich dann nochmal so richtig einsaugen können. Also denen geht es hier wirklich, wirklich gut. Und man kann es wirklich nur empfehlen, hierher zu kommen und das zu unterstützen. Und auch wenn es hier ein bisschen hochpreisiger ist, dazu komme ich später noch ganz kurz, man sollte absolut genau solche Organisationen unterstützen, denn genau solche Organisationen educaten auch die People ein bisschen, was eigentlich die ganzen Massentouristen-Camps von den Elefanten, was das eigentlich für die Tiere bedeutet. Und das ist richtig schlimm am Ende des Tages. Wir gehen jetzt erstmal zum Lunch und sehen uns dann. Zu guter Letzt gibt es noch ein Lunch. Mario hat sich da Reis mit Ei geholt, Pommes und Potato Curry. für mich gibt es ein bisschen Stir-Fried Tofu mit Frühlingsrollen. Mahlzeit! Ich war zu schnell mit dem Essen. Ich habe vor der Tour Vegan Essen bestellt. Die hatten da jetzt Vegan Essen beim Buffet und jetzt habe ich nochmal Vegan Partei und Vegan Gemüsereis bekommen. Ja, mal schauen, ob ich das noch schaffe. Den Rest nehme ich mit nach Hause. Schaut aus. Machen wir das so. Was denn? So. Was? Machen wir so. Na, wieso? Zum Abschluss dieses Videos wollen wir euch noch ein kleines Fazit hier lassen und auch unsere eigene Meinung noch ein bisschen mit euch teilen. Also das, was wir heute hier erlebt haben, also diese Tour gibt es jetzt so auf den diversen Travel-Seiten schon auch zu buchen. Wir würden euch aber allerdings empfehlen, bucht die direkt auf der Webseite. Wir blenden euch die hier unten ein und auch in der Infobox noch. Das Ganze hat jetzt 3 Stunden, 3,5 Stunden gedauert. Abholservice und Rückfahrtservice, wenn man das so sagt, ja, ist in der Tour inkludiert. Wir haben jetzt pro Person 3.000 Baht bezahlt, das sind roundabout 85 €. Das ist natürlich für Thailand sehr teuer, also muss man sagen. Aber unterstützt bitte solche Organisationen. Also alles, was irgendwie günstiger ist, da werden die Tiere einfach schäbig behandelt.
Sie werden ausgenutzt, das Reiten auf den Tieren, das sollte man alles nicht machen. Also hier geht es den Tieren wirklich, wirklich gut. Es gibt hier kein Reiten, kein gar nichts. Es gibt hier keine Ketten, die laufen frei im Gehege herum, können baden, können ihr Matschbad machen. Ich wollte eigentlich noch ein Pro und Contra machen, aber es gibt hier eigentlich kein Contra. Also es ist wirklich, wir können euch das von Herzen empfehlen. Falls ihr hier auf Koh Samui seid, es gibt 2 Einrichtungen. Wir sind jetzt in Koh Put. Es gibt auch 15 Minuten von hier in Cha Veng Noi noch eine, die ist noch größer. Am besten ihr schaut doch einfach die Website selbst mal an, macht euch ein Bild. Und wir sagen danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Lasst uns in den Kommentaren wissen, wie eure Meinung zu diesem Thema ist. Das würde uns sehr interessieren. Ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit dem Video. Wir sagen danke fürs Zuschauen und sehen uns dann nächste Woche im nächsten Koh Samui Video. Tschüss! Ciao.